Hallo, hier ist der Entdeckerfuchs. Wenn ihr ein Wohnmobil habt mit einem Fahrgestell, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, dann schaut mal ganz nach unten, da wo sich die Ölwanne normalerweise befindet, denn bei vielen Modellen hat man gespart. Es gibt keinen Unterfahrschutz oder nur teilweise einen Unterfahrschutz. Hier in meinem Beispiel, links und rechts ist ein Unterfahrschutz vorhanden, die Mitte fehlt komplett. Aber das ist kein Problem, denn man kann diesen Unterfahrschutz nachrüsten. den kann man überall leicht erwerben. Entweder teuer von Fiat, günstig aus dem Zubehörhandel. Wir werden das gemeinsam nachrüsten. Wie das geht und was ihr dafür braucht, das seht ihr jetzt. Bevor wir mit der eigentlichen Montage beginnen, möchte ich euch einmal die Unterschiede zeigen zwischen einer Zubehörabdeckung und einer Fiat Originalabdeckung. Zunächst einmal könnt ihr hier im Vergleich sehen, dass die Schraubenbefestigungen eine separate Sicherung haben. Zudem ist im vorderen Bereich der Original Fiat Abdeckung eine Polsterung befestigt. Außerdem kann man erkennen, dass das verwendete Material bei dem Zubehör ein vollkommen anderes ist als bei der Original Fiat Abdeckung. Die Ränder sind an der Originalabdeckung etwas passgenauer und die Bohrungen für die hinteren Schrauben sind stabiler ausgeführt und wie man auch sieht, auch im hinteren Bereich gibt es eine separate Polsterung, die die Zubehörabdeckung nicht hat. Und auch bei den Lüftungskanälen gibt es deutliche Unterschiede zwischen Original und Zubehör. Ich habe mich für die weitere Montage aufgrund dessen für das Originalteil entschieden. Für die Befestigung des Unterfahrschutzes sind im Set diverse Schrauben dabei. Ein Kreuzschraubendreher, eine 17er Nuss mit Ratsche und ein 17er Schraubenschlüssel benötigt. Bevor ich jetzt mit der Montage beginne, mache ich es mir leicht und erhöhe das Wohnmobil mit den bestehenden Auffahrrampen, sodass ich mehr Platz zur Montage des Unterfahrschutzes habe. Um den hinteren Bereich der Abdeckung zu befestigen, werden sogenannte Einnietmuttern benötigt. Diese Einnietmuttern sind normalerweise vorab nicht im Rahmen befestigt und müssen von uns nachträglich montiert werden, damit wir die Schraube einsetzen können. Dazu befinden sich im Set zwei Einnietmuttern, die wir quasi einsetzen müssen und verpressen müssen. Das kann man entweder mit einem Spezialwerkzeug durchführen oder aber in meinem Beispiel mit einem kleinen Trick, sodass man das Spezialwerkzeug nicht benötigt. Das Ganze ist relativ einfach. Man benötigt dazu eine Ratsche mit einer 17er Nuss, einem entsprechenden Schraubenschlüssel, eine längere Schraube und eine Mutter, die insgesamt mein Spezialwerkzeug ersetzen. Ich zeige euch einmal beispielhaft, wie das Ganze funktioniert. Zunächst einmal nehmen wir die Schraube und drehen unsere Mutter dort ein Stück drauf. Anschließend drehen wir die Schraube in die Einnietmutter hinein. Diese würde ja normalerweise im Rahmen des Fahrgestells sitzen. Anschließend drehe ich die Mutter an die Stelle, wo halt die Einnietmutter auf der Schraube festsitzt. Ich setze jetzt nun den Schraubenschlüssel an die Mutter vor der Einnietmutter und unten an setze ich die Ratsche mit der 17er Nuss. Habe ich beide Werkzeuge stabil angesetzt, beginne ich damit am Schraubenschlüssel die Spannung mit der Mutter zur Einnietmutter aufzubauen und halte mit der Ratsche dementsprechend entgegen. Durch das Drehen der Mutter schiebt sich diese weiter nach oben und baut dadurch Spannung auf die Einnietmutter auf. Das Ergebnis ist dann, dass sich die Einnietmutter zusammenzieht und dadurch bauchig wird. Dazu bedarf es ein wenig Kraft und ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass ihr das Werkzeug stabil angesetzt habt und nicht abrutscht. Wie ihr hier in meinem Beispiel sehen könnt, hat die Mutter jetzt einen schönen Bauch gebildet und könnte dann, wenn sie im Rahmen stecken würde, nicht mehr herausfallen. Der Bauch der Einnietmutter muss auf jeden Fall ausreichend dick sein, damit es die Ablage auch bei Windgeschwindigkeiten hält. Habe ich also genug meine Einnietmutter verformt, sodass die stabil im Rahmen bleibt, löse ich ein bisschen die Mutter und kann anschließend die lange Schraube herausnehmen.
Hinterher drehe ich ja die kurze Variante, die im Set mit dabei ist, in diese Einnietmutter hinein. Nach dem Beispiel erfolgt nun die Ausführung. Ich mache es mir dabei etwas leichter, damit die Einnietmutter nicht einfach so aus dem Rahmen fällt, und befestige etwas Karosseriedichtmasse an der Einnietmutter. Das sorgt dafür, dass die mit dem Rahmen ein bisschen verklebt und stecken bleibt. Achtet in jedem Fall darauf, dass die Einnietmutter ganz im Rahmen drin steckt, bevor ihr mit dem Verpressen beginnt. Ich nehme nun, wie in dem Beispiel eben gezeigt, meine Konfiguration aus der langen Schraube und der Mutter und drehe die ein Stück in die Einnietmutter hinein. Anschließend drehe ich die obere Mutter schon leicht auf Spannung. Jetzt kommt mein Schraubenschlüssel zum Einsatz, der die obere Mutter verdrehen soll, sowie meine Ratsche mit der 17er Nuss, die die lange Schraube halten bzw. womit ich die Schraube gegenhalte. Ich beginne jetzt nun mit meinem Verpressvorgang, indem ich mit dem Schraubenschlüssel die Mutter nach und nach verdrehe und somit Spannung erzeuge. So liegend unterm Wohnmobil hat man natürlich nicht besonders viel Platz. Umso wichtiger ist es, dass ihr das Werkzeug immer gut ansetzt und sicher ansetzt, damit sich einerseits nicht die Einnietmutter verdrehen kann oder ihr mit dem Werkzeug abrutscht. Habe ich also genug Spannung aufgebaut, nehme ich mein Werkzeug weg und prüfe einmal, ob die Einnietmutter fest drin sitzt. Sollte das nicht der Fall sein, kann ich die Mutter nochmal nachziehen. Ansonsten löse ich jetzt ein wenig die Mutter und drehe anschließend die Schraube heraus. Fertig ist eine ordentliche, verpresste Einnietmutter. Nicht vergessen, den Vorgang müsst ihr zweimal ausführen, einmal links und einmal rechts unterm Fahrgestell. Nachdem ich nun erfolgreich beide Einnietmuttern verpresst habe, kann es nun an die Endmontage des Unterfahrschutzes gehen. Als erstes befestige ich den hinteren Teil mit den beiden beigefügten Schrauben in unsere frisch verpressten Einnietmuttern. Das geht relativ schnell mit einer entsprechenden 17er Nuss und Ratsche. Für die Befestigung im vorderen Bereich benötigen wir die beigefügten Halteklammern. Diese werden in den Rahmen in die vorgesehenen Bohrungen einfach eingesteckt. Für die seitliche Befestigung haben beide Seitenabdeckungen entsprechende Vorbohrungen, in die ihr nur die beigefügten Halteklipse eindrücken müsst. Dazu bedarf es nur ein wenig Daumenkraft, denn die kleinere Bohrung in der Plastikabdeckung wird einfach nur durch das Reindrücken ein wenig aufgeweitet. Habt ihr alle Halteklipse eingedrückt in die Seitenteile, könnt ihr beginnen, den Unterfahrschutz vorne anzuheben und die beigefügten Schrauben in die Halteklammern eindrehen. Habt ihr die vorderen Schrauben befestigt, macht ihr das gleiche natürlich auch an den seitlichen Befestigungen. Achtet darauf, dass ihr die Schraube möglichst gerade ansetzt, damit sich Unterfahrschutz, also mittleres Teil, und die Seitenteile gut überlappend zusammenschrauben lassen. Ich habe bei der Montage keine besondere Reihenfolge vorgenommen, sondern bin von vorne nach hinten geradlinig auf beiden Seiten durchgegangen. Ihr könnt natürlich auch zum Festdrehen, damit es schneller geht, einen Akkuschraubendreher nehmen, aber so
habe ich mehr Kraftkontrolle beim Festdrehen und überziehe das Ganze nicht. Ja, das Ergebnis kann sich meines Erachtens nach sehen lassen. Eine schöne geschlossene Optik, die nicht nur den Motorraum schützt, sondern auch gleichzeitig durch die eingebrachten Öffnungen weiterhin belüftet, sodass keine Überhitzung des Motors entstehen kann. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen Anreiz geben, auch so einen Unterfahrschutz anzubringen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch allzeit knitterfreie Fahrt, euer Entdeckerfuchs.